Was mache ich heute? Ich fange einfach mal an, mich hier ein bisschen locker zu machen. Ein bisschen skizzieren will ich. Ja, einfach mal starten mit einer Form und dann fängt man schon an zu überlegen, was ist das jetzt? Ein Schaf. Ich mag jetzt Schafe. Ja, die hängen immer noch bei mir im Kopf. Neuseeland lässt grüßen. Ja, ich habe viele Schafe gesehen natürlich in Neuseeland, aber ich kenne auch die Heidschnucken aus meiner alten Heimat. Also vielleicht ist auch das gerade. Ja, das Skizzieren ist für mich hier ganz gut wieder, um einfach nicht vor einer leeren Leinwand zu stehen und die Gedanken auch dabei einfach fließen zu lassen. Es hat schon wieder Spaß gemacht, hier so anzukommen und Form zu finden, ganz so, wie sie einfach raus wollen. Aber jetzt können sie aber auch einfach wieder weg. Und dann lassen wir die Schafe mal unscharf werden. Moment mal, die werden ja noch intensiver jetzt. Das Material kennst du? Da habe ich den Flügel mitgemalt auch. Also ist dasselbe, was ich auch da genommen habe. Auf jeden Fall macht es Spaß, hier gerade mit den Fingern zu malen. Verwischen wir das Ganze wieder, weil das Motiv ist nicht mein Ziel, aber es ist jetzt trotzdem da auf der Leinwand. Ich will es einfach verschwimmen lassen. Also ich brauche eine Grundlage, einfach auf der ich jetzt bauen kann sozusagen. So, jetzt nehme ich noch mal mehr Farbe dazu. Ja, und du merkst schon, in dem Moment, wo jetzt hier die Farbe dazu kommt, ist eben nichts mehr eindeutig und plötzlich entsteht was Neues und ja, macht auch wieder einen Raum. Also es entsteht ein neuer Raum. Schwarze Schafe, nein, schöne, einfach ja, Muster, würde ich mal sagen, die jetzt hier so lang laufen. Also das ist so einfach schön, sich das anzuschauen. Das muss man einfach auch genießen, solche Momente in der Malerei, finde ich. Ja, und schön. Und jetzt? Auch hier will ich mich nicht dran festhalten. Also ich kann mich auch hier wunderbar einfach weiter ausprobieren, gucken, was mich anspricht und einfach gucken, was hier entsteht, wenn ich mit den Fingern hier so die Farbe verstreiche. Ja, es könnte grün dazu. So entstehen halt einfach auch spontan die Farben. Also ich habe mir die hingestellt, aber zu welcher ich jetzt greife, dann ist sehr spontan. Nee, Pinsel nehme ich nicht, ich nehme den Wischer. Das ist ja dann auch wieder so eine spontane Entscheidung, das kann ich nicht planen. Ich kann hier so schön abtauchen, nur über diese Bewegung und über das Verstreichen der Farben. Es ist so meditativ. Genau, und jetzt nehme ich einfach mal mutig
Nee, hier muss noch ein bisschen Wasser dazu, damit ich die besser schmeißen kann. Wischen kann ich hier nicht so gut jetzt mit dem Gelb, aber raufschmeißen. Bisschen Spaß haben bei der Arbeit. Ja, mach das. Hau deine Farben auf die Leinwand. Das macht so Spaß. Und ja, hier bin ich ein bisschen vorsichtig. Das wird gleich ziemlich gräulich auch mit dem Pinsel. Ja, mit einem Palettenmesser. Einfach hier ein bisschen drauf streichen. Mal gucken, was hier so für Farben jetzt entstehen. Ein paar Mischtöne. So, bereit für das wunderschöne Türkis. Ist auch sehr fest, die Farbe. Ein bisschen verdünnen. Mal gucken, ob sie läuft. Ja, so geht's. Na, ich bin hier so ein bisschen zwischen Formen und Fläche. Also die Linie ist für mich hier immer wieder wichtig auch, zwischen der Fläche. Die Linie brauche ich. Ich kann auf jeden Fall langsam arbeiten. Es macht einfach Laune. Ja, ich bin schon ganz happy mit dem, was ich hier sehe. Also die Pünktchen finde ich auch toll, die so über das Schmeißen entstanden sind. Ist auch schon ziemlich trocken. Deswegen kann ich jetzt ein bisschen doller auch mit dem Pinsel hier rübergehen. Auch ein bisschen Höhen schaffen. Kommt noch ein bisschen Weiß dazu. Verdünnen und dann rauf da. Ich könnte jetzt auch noch mal hier so was raufschmeißen mit Schwung. Ja, lassen wir es krachen, oder? Holen wir mal ein bisschen den Frühling hier auf die Leinwand. So war es für mich, so ein kleiner Ausbruch von Frühling auf der Leinwand. Einfach mal Farbe raushauen. Ja, ich konnte das gut machen, weil ich vorher ein anderes Bild gemalt habe und das hat mich so gefangen genommen und eingeengt und das bin ich los und ja, jetzt trocknet das bunte Frühlingsbild hier und ich hoffe, du greifst jetzt auch einfach zu deinen Farben und malst was auch immer, was du gerade willst und schön ist natürlich immer einfach mal auf die Leinwand
die Sonne bringen, ein bisschen Erdenfeuer. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Heute hast du ja im Prinzip einen Ausschnitt des Prozesses gesehen, vom Motiv ins Gefühl zu kommen, also vom Gegenständlichen dann auch ins Abstrakte. Und hier auf YouTube nehme ich dich immer wieder mit in meine Arbeit. Und wenn du diesen Weg strukturiert verstehen und selbst aufbauen möchtest, dann findest du einen Online-Kurs genau zu diesem Fundament. Ja, und als ich das Schwarz aufgetragen habe, habe ich gesagt, ich betrete einen neuen Raum und vielleicht interessiert dich das Thema. Das kommt in dem neuen Buch vor. Also da geht es um Räume, um innere Räume und wie man die malerisch ausdrücken kann. Das ist so mit das Kernthema auch des Buchs. Und darauf freue ich mich schon besonders. Also wenn dich das interessiert, auch da stelle ich dann einen Link unter das Video. So, danke für dein Like, danke für dein Abo. Das unterstützt hier das natürlich alles. Und danke ganz besonders an euch, die ihr hier die Community bildet, über genau das, aber eben auch über die Kommentare. Und vielen, vielen Dank für euren Mut, hier etwas hinzuschreiben. Und das bereichert einfach und das formt genau das, was ich mir wünsche, nämlich in dieser Gesellschaft, in dieser Öffentlichkeit Menschlichkeit zu zeigen und eben auch, was die Malerei eben kann und eben auch gleichzeitig diesen Zusammenhalt zu schaffen und zu kreieren und zu formen, ja, und das eben zu dieser Zeit. Und ich glaube, das ist genau richtig und das brauchen wir alle und ganz besonders natürlich ich hier. Damit gibst du mir ein bisschen Rückendeckung und stärkst natürlich mich auch persönlich. Denn natürlich ist das für mich hier auch nicht immer einfach und deswegen herzlichen Dank dafür. Schön, dass du hier bist. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss.